Was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen Flive PC und Flive Universe? Der eine oder andere würde jetzt wahrscheinlich sagen, das eine ist ein Browser-Game, das andere ist kein Browser-Game. Andere würden sagen, das eine hat extrem viele Spieler, das andere extrem wenige. Ich sage, der größte Unterschied sind die Beschreibungen von den Raised Pets. Und das ist etwas, was mir schon länger im Magen liegt und ich habe mir jetzt endlich mal die Zeit genommen, um das zu vergleichen und euch zu zeigen, was ich damit meine, weil viele kennen das wahrscheinlich nicht mehr, die Beschreibungen der Pets aus Flive PC und vor allem noch nie so Side-by-Side. Und worauf ich quasi hinaus will, ist die PC, also die Flive PC-Beschreibungen, die sind halt richtig episch, ja? Die beschreiben das Tier als dieses mythische Fabelwesen, was extrem stark ist. Und Flive Universe hat irgendwelche goofy-ass-Beschreibungen, die weder lustig noch cool sind, die sind einfach nur peinlich größtenteils. Und ich verstehe einfach nicht, du hast diese Hammer-Texte in Flive PC und man ändert sie auf kompletten Quark. Und ich frage mich einfach, wer zum Teufel hat diese Entscheidung getroffen? Also erstens mal hast du keine Änderung benötigt und zweitens ist es ja doch auch übelst das Downgrade. Also mehr als nur fragwürdig auch das Ganze. Und ich werde euch das heute mal zeigen. Wir fangen an mit einem Dragon in Flive Universe. Es ist immer erst Flive Universe, dann Flive PC, damit wir noch mehr sehen, wie goofy die Flive Universe Beschreibungen sind. Leider. Ich hoffe, dass sie die irgendwann ändern. Mische dich nicht in die Angelegenheiten von Drachen ein. Für sie bist du knusprig und schmeckst gut mit Ketchup. Ja, wie gesagt, goofy. Mehr fällt mir dazu einfach nicht ein. Was macht Flive PC? Erstens mal sind auch die Namen viel geiler. Also in Flive Universe haben wir leider den Namen aus dem Englischen übernommen. Die Flive PC-Namen sind auch tausendmal besser. Bahamut heißt da der Drache. Und die Beschreibung: der König der Drachen. In einigen Mythen ist er als Gott bezeichnet. Das ist einfach ein Banger-Text, der König der Drachen. Ich meine, klar, kann man drüber streiten, das ist ein kleiner Drache, Red Meteonica ist 10-mal so groß. Okay, aber darum geht's ja nicht, ne? Darum geht's ja nicht. Es geht einfach nur darum, dass dieser Text besser ist. Nächstes Pet. Griffin. Da haben wir in Flive Universe die äußerst akkurate Beschreibung. Grrr. Vor allem ist das ein Hippogreif, der einen Schnabel hat. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt kein einziges Tier auf der Welt, das einen Schnabel hat und Grrr macht. Und selbst wenn doch, was zum Teufel ist das? Ja, braucht man nicht viel zu sagen. Hippogriff im Flive PC. Es wurde geboren als Kreuzung zwischen einem Greif und einem Löwen. Seine Federn sind widerstandsfähiger als die Haut eines Drachen. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Ist relativ selbsterklärend. Dann Rabbit. Das ist der übelste, grausamste und schlecht gelaunteste Nager, den du je gesehen hast. Okay, warum? Warum ist er schlecht gelaunt? Keine Ahnung, ergibt keinen Sinn. Flive PC. Der legendäre Hase, welcher der schnellste auf der ganzen Welt ist. Nur wenige davon gibt es noch. Banger Text. Der legendäre und schnellste Hase auf der ganzen Welt. Das ist doch mal eine Beschreibung. Dann haben wir den Lion. Gut, dass diese Löwen mutig sind. Gut, zugegebenermaßen für Flive Universe Verhältnisse ist die Beschreibung okay, aber nicht, wenn man sie mit der Flive PC Beschreibung vergleicht. Der wohl stärkste Löwe der Hölle. Seine Zähne sind stärker als jeder Diamant. Also komm, wie kann man diese Beschreibung kennen und sich freiwillig für die andere entscheiden? What is going on? Als nächstes haben wir den Tiger. Dieser wilde Tiger ist großartig. Keine Ahnung, also das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf irgendwas, die ich nicht kenne, keine Ahnung. Behemoth. Er ist der König der Könige. Er hat unendlich Energie und verliert daher niemals einen Kampf. Banger. Absoluter Banger. Dann Fox. Ein Fox ist ein Wolf, der Blumen verschickt. Keine Ahnung, ist das, glaube ich, ein Sprichwort oder so. Gibt es im Deutschen, glaube ich, nicht, wenn er nur im Englischen. Gut, da ist vielleicht wieder Übersetzung das Problem oder vielleicht ist es auch aus dem Koreanischen, keine Ahnung. Da kann man vielleicht drüber streiten, aber gut, im Deutschen hätte man die Übersetzung ja trotzdem abändern können, theoretisch. Reinecke
Reinecke ist sehr bekannt für seine Intelligenz und Silber-Reinecke ist der intelligenteste von allen. Gut, die Flive-PC-Beschreibung zugegebenermaßen ergibt jetzt auch nicht so ultra viel Sinn. Hätte man vielleicht auch abändern können einmal. Und er ist einfach der intelligenteste von allen. Also Silber bezieht sich wahrscheinlich auf die S-Form. Also quasi ein S-Reinecke in Flive-PC ist ja weiß bzw. Silber. Also der weiße Fuchs quasi. Hätte man hier vielleicht ein bisschen abändern können. Aber ist trotzdem immer noch tausendmal besser, meiner Meinung nach. Und dann haben wir als gutes, altes, letztes Pet das Unicorn, das wirklich mit Abstand die dümmste Beschreibung aller Zeiten hat. Da ein hässliches, gehörntes Maultier. Also die Beschreibung ist einfach literally eine Beleidigung. Wow. Gute Beschreibung auf jeden Fall. Dann haben wir Flive-PC, was ich eine der besten Beschreibungen von Flive-PC finde. Zieht die Kutsche des Teufels in der Hölle. Du solltest nicht glauben, dass es ein normales Einhorn ist. Das ist doch mal eine Beschreibung, oder? Zieht die Kutsche des Teufels in der Hölle. Das ist mal ein Wort, ne? Damit kann man was anfangen. Ja, aber das waren alle Beschreibungen, die wir hier haben. Es gibt natürlich Pets, die es in Flive-PC gibt und nicht in Flive-Universe. Es gibt zum Beispiel, oder auch die Pets in Flive-Universe, die es nicht in Flive-PC gibt. In Flive-PC kenne ich die Beschreibungen von den neuen Pets gar nicht. Könnte auch sein, dass sie keine haben. Weil die neuen Pets, die eingeführt wurden mit dem letzten Update, haben alle keine Beschreibung bei Flive-PC. Leider, was ich auch ziemlich dämlich finde. Aber wir können uns doch kurz angucken. Die Krabbe. Königskrabbe. Heißt die nicht so? What? Krabbe? Achso, ne, Crab musst du eingeben, ne? Nevermind. Ja, aber die heißt doch, achso, die heißt, glaube ich, nur Königskrabbe, wenn man sie auspackt, ne? Nevermind. Ja, gut. Hier ist es Krabbe mit unglaublicher Scherenstärke. Es ist halt alles so kurz in Flive-Universe, ne? Die haben sich halt nicht mal die Mühe gegeben, sich einen halben oder einen ganzen Satz zu überlegen. Das sind meistens nur Stichworte oder manchmal sogar nur ein einziges Wort. Und dann haben wir noch den Angel. Mit der Anmut eines Engels. Ja, ist auch relativ knapp, relativ nichtssagend. Also hätte man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können auf jeden Fall. Beziehungsweise ich verstehe halt nach wie vor einfach nicht, warum hat man nicht einfach die Beschreibungen von Flive-PC übernommen. Die haben gepasst, die waren gut. Hier und da hätte man vielleicht ein Wort austauschen können oder so, wie das mit dem Silber-Reinecke hätte man einfach nur zu irgendwas anderem ändern können oder so. Sind auch jetzt vielleicht nicht perfekt, aber wenn man bedenkt, dass sie schon so alt sind, über 20 Jahre, dann, na gut, okay, die englischen Beschreibungen, also ist ja egal. Hätte man die halt einfach übernehmen können. Also ich verstehe es wirklich nicht und ich finde die Beschreibungen halt echt cool. Vor allem, also wie gesagt, Nightmare ist ziemlich cool. Behemoth, Hellline sind ziemlich nice. Also eigentlich sind die alle ziemlich cool. Und ja, keine Ahnung, warum man hier so ein heftiges Downgrade vorgenommen hat. Also du hattest schon die perfekte Vorlage und ausgerechnet das ändern sie. Ich meine, es gibt so viele Sachen, die du im Spiel hättest ändern können, die in Flive-PC vielleicht schon fragwürdig waren. Und dann in Flive-Universe in Anführungszeichen macht man es dann richtig oder so. Und stattdessen nehmen sie gefühlt das Einzige, was in Flive-PC wirklich echt nice war, oder nicht das Einzige, aber von den Texten her zumindest, was echt einfach gepasst hat, was cool war, was mega nice war. Und man ändert es zu kompletten Quark mit Soße. Also das ist echt... Ich check's einfach nicht. Das ist alles, was ich damit sagen will. Aber ich wollte euch das heute mal zeigen. Die Unterschiede quasi. Und hoffe, ihr fandet das halbwegs interessant. Vielleicht wusstet ihr das ja auch nicht. Wollte ich schon lange machen. Ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Und ja, wie immer, schaut auf jeden Fall auch täglich in den Livestream. Tägliche Flive-Livestreams auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Flive-Universe-Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.